Marvel, Disney und alle Beteiligten halten sich noch sehr bedeckt, wenn es um die Zukunft des Marvel Cinematic Universe geht, nach Avengers Infinity War. Nun hat Marvel-Chef Kevin Feige endlich ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Er wurde zwar zu Avengers 4 ausgefragt, aber dabei verriet Feige, dass man derzeit ganz aktiv an einem Sequel zu Doctor Strange arbeite. Damit reiht sich der Film in die Liste ein mit Spider-Man, Black Panther und den Guardians of the Galaxy, die allesamt nach Captain Marvel und Avengers 4 Nachfolgefilme bekommen werden, also quasi nach Phase 3 des Marvel Cinematic Universe. Ende dieses Monats, genauer gesagt am 26. Juli 2018, startet aber erstmal Ant-Man and the Wasp in den deutschen Kinos. Damit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Cinema News hier auf Cinema Strikes Back. Wir starten direkt mit einer Neuigkeit, die eigentlich in der Medienwelt bisher viel zu unterrepräsentiert war. Es sollte ein gigantischer Skandal sein, aber irgendwie scheint es entweder nicht viele zu interessieren oder die meisten wissen es einfach nicht. Eine große Gruppe von Animationskünstlern in den USA haben vor einiger Zeit gegen mehrere Firmen und Studios Klage eingereicht. Es handelt sich dabei um eine Sammelklage von tausenden Animationskünstlern, die zwischen 2004 und 2010 abgezockt worden sein sollen. Nun haben sie vor Gericht Recht bekommen. Die Walt Disney Company und die Tochterfirmen Pixar, Lucasfilm und Image Movers Digital müssen nun $100 Millionen zahlen, DreamWorks Animation 50 Millionen, Sony Pictures 13 Millionen, Blue Sky Studios von 21st Century Fox etwa $6 Millionen und all dieses Geld wird auf die vielen Kläger verteilt. Nur zählen dazu halt so viele Personen, dass das Geld für die meisten nur ein mittelgroßes Taschengeld sein dürfte. Es wurden eindeutige Beweise vorgelegt, dass Ed Catmull der Anführer der kriminellen Machenschaften gewesen sein soll. Catmull habe mit allen Animationsfirmen illegale Absprachen gehalten, welche Gehälter für Animationskünstler gesetzt werden sollen. Genauso habe man abgesprochen, dass Animationskünstler untereinander, also bei den Firmen untereinander, nicht abgeworben werden dürfen. Bisher hat Ed Catmull noch keine wirklichen Konsequenzen aus seinem illegalen Handeln gezogen. Dabei hat Catmull seine Verbrechen nicht einmal geheim gehalten. Nein, das Ganze ist ans Licht gekommen, weil er zum Teil sogar damit geprahlt haben soll. Jared Leto, der eine der kontroversesten Versionen des Jokers auf die Leinwand gebracht hat, wird wohl wieder eine Comicfigur verkörpern. Wie es aussieht, möchte Sony immer mehr Filme über Figuren aus dem Spider-Man-Universum produzieren. So kommt dieses Jahr am 4. Oktober Venom mit Tom Hardy heraus. Nun wurde bestätigt, dass der Live-Regisseur Daniel Espinosa einen Film über Morbius machen wird und Jared Leto soll die Hauptrolle spielen. Morbius ist der lebende Vampir, ein Antiheld, ein Wissenschaftler, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet, der sich dann heilen möchte und dabei zu einer Art Vampir mit Superkräften wird. Produziert wird das Ganze unter anderem von Avi Arad, zu dessen Filmen The Amazing Spider-Man, die 3 Spider-Man-Filme von Sam Raimi, Ghost Rider und die 2 Fantastischen 4 Filme zählen. Es ist wirklich ziemlich verrückt. Morbius ist eigentlich nur eine der kleineren Figuren aus dem Spider-Man-Universum und Sony baut sich gerade allen Ernstes ein Spider-Man-Universum auf, ohne Spider-Man. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt aber auch die Filme, die nie nach einem Sequel gerufen haben. A Quiet Place von und mit John Krasinski war so ein Film. Eigentlich eine wunderbar abgeschlossene Handlung. In dem Horror-Überraschungshit ging es um eine Postapokalypse, in der Monster die Menschheit terrorisieren. Und diese Monster haben ein überaus gutes Gehör, dadurch müssen die Menschen komplett leise sein. Nun hat Paramount bestätigt, dass man definitiv an einem Sequel zum Film arbeite und dass John Krasinski wieder an Bord sein wird. Krasinski sagte dazu auch, dass niemand Druck mache und er alle Zeit der Welt habe, um eine ordentliche Handlung für das Sequel auszusuchen oder vielleicht sogar zu schreiben. Damit ist aber überhaupt noch nicht klar, wann der Film starten könnte. Wer bisher noch nicht die Zeit oder den Bock hatte, die von Sky und ARD produzierte Serie Babylon Berlin zu schauen, der hat jetzt eine ganz besondere Chance, das zu tun. Am 22. und 23. September bringt X-Verleih die Serie nämlich in 150 Kinos deutschlandweit und alle 16 Folgen der ersten beiden Staffeln werden hintereinander gezeigt. Das sind insgesamt 12 Stunden Vorführung. Babylon Berlin spielt in Berlin der goldenen 20er und zeigt die Arbeit eines Polizisten, der in einem Erpressungsfall ermitteln soll. Drogen, Extremismus und Mord sind da an der Tagesordnung. Am 30. Juli soll der Vorverkauf zu der ganzen Sache starten. Wir haben bereits oft über die Serie gesprochen und sie schon mehrmals ausdrücklich empfohlen.
Die Videospielreihe Halo sollte schon oft auf diese oder jene Weise verfilmt werden. Für Halo wurden bereits Namen wie Steven Spielberg, Peter Jackson und Neil Blomkamp gehandelt. Jetzt ist es aber anscheinend tatsächlich doch soweit, eine groß angelegte Halo-Serie kommt. Der US-Sender Showtime hat 10 einstündige Folgen für eine Halo-Serie bestellt. Die Serie soll tatsächlich von Amblin Entertainment produziert werden, der Produktionsfirma von Steven Spielberg. Der ist ja seit Jahren immer wieder in Gesprächen, irgendwas mit Halo zu machen. Showrunner der Serie wird Kyle Killen, der unter anderem die Serien Mind Games, Awake und Lone Star geschaffen hat. Die Dreharbeiten zur brandneuen Halo-Serie sollen im Jahr 2019 beginnen. Wir bleiben aber bei Steven Spielberg, der arbeitet ja auch an Indiana Jones 5, in dem Harrison Ford ein weiteres Mal den legendären Archäologen und Artefaktjäger spielen wird. Und dieser Film wurde ein weiteres Mal verschoben. Eigentlich sollte der Film schon im Sommer 2019 in die Kinos kommen, dann wurden die Dreharbeiten in den April 2019 verschoben. Laut Variety wird das jetzt aber nicht mehr der Fall sein. Gerüchten zufolge soll es nämlich immer noch Probleme mit dem Drehbuch geben. David Koepp schrieb das bisher, der hatte auch den 4. Teil geschrieben, aber nun geht das Heft über in die Hand von Jonathan Kasdan. Jonathan Kasdan hatte gemeinsam mit seinem Vater Lawrence Kasdan zuletzt Solo, A Star Wars Story geschrieben. Was der junge Kasdan mit Indiana Jones machen wird, ist noch nicht bekannt, aber anscheinend müssen wir noch sehr, sehr lange auf Indiana Jones 5 warten. Viele wissen vermutlich noch gar nicht, dass Paramount derzeit an einem Sonic the Hedgehog Film arbeitet. Das ist keine große Neuigkeit an und für sich, aber für die Rolle des Bösewichts Robotnik alias Dr. Eggman wurde ein ganz besonderer Hollywood-Star gecastet, nämlich Jim Carrey. 2019 soll dieser verrückte Film erscheinen und er soll sowohl animiert sein als auch Live-Action, also wahrscheinlich irgendwie sowas wie Space Jam. Tim Miller, der Regisseur von Deadpool 1, arbeitet als Executive Producer mit an dem Projekt und angeblich werde bereits jetzt schon über Sequels gesprochen. Völlig geisteskrank, wenn man mich fragt, mindestens genauso verrückt wie Ryan Reynolds, der 2019 in Detective Pikachu das berühmte gelbe Elektro-Pokémon sprechen wird. Natürlich starten diese Woche auch wieder ein paar Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel das Western-Drama Die Frau, die vorausgeht mit Jessica Chastain und Sam Rockwell. Das war ein Film, der mir sehr gefallen hat. Darin reist eine New Yorker Malerin im späten 19. Jahrhundert nach North Dakota, um ein historisches Porträt des Indianerhäuptlings Sitting Bull zu malen. Außerdem startet die Romanverfilmung Ein Kind zur Zeit mit Benedict Cumberbatch. In dem britischen Drama geht es um einen Kinderbuchautor, dessen Tochter eines Tages entführt wird, was ihn an den Rand der Verzweiflung treibt. Zu guter Letzt kommt auch The First Purge in die Kinos. Das ist der 4. Teil der Purge-Reihe, die in einem Amerika spielt, in dem an einer Nacht im Jahr alle möglichen Verbrechen erlaubt sind. Der 4. Teil ist aber, wie der Titel schon verrät, ein Prequel, der erklärt, wie es überhaupt zu diesen Purges kam. Diese Woche gibt es aber natürlich wieder interessante Starts in der Serienwelt. Auf Six startet die 3. Staffel von Supergirl. Da geht es um die Kryptonierin Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, die genau wie Superman von ihren Eltern vom Planeten Krypton losgeschickt wurde, kurz vor der Zerstörung. Auf Netflix starten auch neue Serien, und zwar gleich 2. Einmal Sacred Games bzw. Der Pate von Bombay. Das ist eine indische Krimiserie. Darin geht es um einen Polizisten aus, natürlich Bombay, der auf einen Gangsterboss auf der Flucht trifft. Nach einer mysteriösen Warnung muss der Polizist Bombay vor einer Katastrophe retten. Auf Netflix wird aber auch die 1. Staffel der neuen Serie Samantha veröffentlicht. Das ist eine brasilianische Comedy-Serie über Samantha, die ein Kinderstar in den 80ern war und versucht, sich nun wieder ins Rampenlicht zu bringen. Ob diese Serien gut sind, können wir euch noch nicht sagen. Wir wissen aber definitiv, dass die Videos von Cinema Strikes Back wirklich allererste Sahne sind. Da bin ich mir sehr sicher. Zum Beispiel unser Video vom vergangenen Samstag. Da sprachen wir tatsächlich endlich mal über mein Lieblingsjahrzehnt in der Filmwelt, nämlich die 70er. Und da sprachen wir über 10 Filme aus den 70ern, die ihr unbedingt gesehen haben müsst, die ich für die besten aus diesem Jahrzehnt halte. Sehr schwierige Liste, aber ja, solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Und ich sage, abonniert auch den Kanal und macht die Glocke an. Das macht uns super glücklich, denn wir sind wirklich so kurz vor den 100.000 Abos. Das wäre so toll, das wäre so großartig, wenn ihr uns helfen würdet damit. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal hier aus Cinema Strikes Back mit mir, dem Meineper.